Hallo, heute sprechen wir über den Indikator, mit dem ich meine Handelsreise begonnen habe. Bleiben Sie bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Möchten Sie mehr verdienen und nicht auf meine neuen Videos warten? Ich habe eine einfache Lösung. Abonnieren Sie meinen Telegram-Kanal, erhalten Sie Signale, handeln Sie entsprechend und vergessen Sie, was ein Office-Job ist. Hallo zusammen, in diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie mit einer einfachen Strategie, den RSI-Indikator verwenden, Geld mit binären Optionen verdienen können. Also diese Strategie mit diesem Indikator so einfach wie möglich zu verstehen und gleichzeitig sehr profitabel. Dieser Indikator wird von einer großen Anzahl profitabler Händler verwendet. Deshalb werden wir heute lernen, wie man mit diesem Indikator arbeitet. Also viel Spaß beim Anschauen. So, der RSI-Indikator kann zur Pocket Option Plattform hinzugefügt werden, indem Sie auf die Registrierungsindikator gehen und RSI auswählen. Aber in diesem Video werden wir den Indikator auf der TradingView Plattform verwenden. Wechseln wir dorthin. Wir sind also zur TradingView Plattform gewechselt. Hier müssen Sie sich registrieren. Und um die vollständige Grafik zu öffnen, müssen Sie hier klicken. Dann müssen Sie die benötigten Währungssparer hinzufügen. Gehen wir dazu in den Plusbereich und wählen wir hier Forex. Hier. Also unsere Aufgabe ist es, die Währungssparer hinzufügen, die über den Kursanbieter FXTM verfügen. Um einen Indikator hinzufügen, klicken wir auf das blaue Pluszeichen. Fügen wir nun einen Indikator hinzu. Wir gehen auf die Registrierkarte, Indikatoren und suchen nach RSI. Unsere Aufgabe ist es, den RSI-Indikator hinzufügen. Und schauen wir uns nun an, wie wir damit handeln können. Der RSI-Indikator zeigt den Index der relativen Stärke an. Unsere Strategie wird jedoch darin bestehen, nach Divergenzen zu suchen. Divergenz ist eine Diskrepanz zwischen dem, was auf einer Grafik geschieht, und dem, was wir auf dem Indikator sehen. Unser Indikator zeigt alle Divergenzen für uns an. Also wählen wir eine zinsbullische Divergenz und ein Kaufsignal sehen, eröffnen wir einen Handel, um zu steigen nach oben. Wählen wir eine bärische Divergenz und ein Verkaufssignal sehen, eröffnen wir einen Abwärtshandel nach unten. Nun wollen wir verstehen, wie wir unsere Divergenz finden. Um sie leicht zu finden, müssen wir die Grafik anpassen. Also, wir müssen den Kerzentyp in ein Liniendiagramm ändern. Gehen wir dazu in diesen Bereich und wählen wir Linie. Wie Sie sehen können, ist die Divergenz nun leicht zu finden. Wie sieht sie aus? Also, wie ich bereits gesagt habe, ist eine Divergenz eine Diskrepanz zwischen der Grafik und dem Indikator. Schauen wir uns hier ein Beispiel für eine bärische Divergenz an. Also, diese Divergenz auf der Grafik begann auf diesem Niveau. Hier. Auf der Grafik ist die Bewegung nach oben gerichtet. Gleichzeitig war die Bewegung des Indikators nach unten gerichtet. Auf der Grafik ist zu erkennen, dass jedes Niveau, das das Maximum darstellte, höher war als das vorherige. Auf dem Indikator sehen wir, dass jedes dieser Niveau niedriger war als das vorherige. Also ich hoffe, das ist klar. Und das war unsere Divergenz. Ja, sehr leicht. Und in diesem Fall würde ich einen Handel nach unten eröffnen. Wir eröffnen den Handel in der Richtung, die uns der Indikator anzeigt. In diesem Fall nach unten. Schauen wir uns nun ein Beispiel für eine bullische Divergenz an. Also, in diesem Moment haben wir eine zinsbullische Divergenz gesehen. Auf der Grafik sieht es so aus. Es gab eine Abwärtsbewegung, bei der jedes Tief niedriger war als das vorherige. Gleichzeitig sehen wir auf dem Indikator eine Aufwärtsbewegung, bei der jedes Tief höher war als das vorhergehende. Das ist unsere Divergenz, und wenn wir sie sehen, eröffnen wir auf der Oberseite nach oben, und wie Sie sehen können, ist die Aufwärtsbewegung eingetreten. Das ist genau das Prinzip, nach dem wir handeln werden. Lassen Sie uns nun Situationen Ausschau halten und Geschäfte eröffnen. Wenn ich also gerade eine zinsbullische Divergenz gesehen habe, eröffne ich einen Handel nach oben. Gehen wir also zum Broker und eröffnen wir einen Handel nach oben.
Wie Sie sehen, hilft diese Strategie nicht immer dabei, sichere Geschäfte abzuschließen, aber ich habe dieses Geschäft nicht zufällig gemacht. Finden Sie auf meinem Telegram-Kanal aus, warum ich es getan habe und wie es ausgegangen ist. Der Link steht in der Beschreibung. Lassen Sie uns nun analysieren, wie diese Divergenz auf der Grafik aussah. Wir sehen, dass der Kurs von diesem Niveau aus nach unten gegangen ist und während dieser Bewegung waren die Tiefstände niedriger als die vorherigen. Auf dem RSI-Indikator hingegen steht der Kurs an. Und hier waren die Tiefstände im Gegenteil höher als die vorhergehenden. Dies war unsere Divergenz, die wir zum Einstieg nutzen. Sobald ich das Signal sah, eröffnete ich sofort den Handel. Also, weiter geht's. Ich fand also eine weitere Divergenz, die uns den Indikator aus irgendeinem Grund nicht anzeigt. In dieser Situation sieht diese Divergenz wie folgt aus. Auf dem Indikator sehen wir, dass es eine Aufwärtsbewegung gibt und die Tiefstände höher sind als die vorherigen. Auf der Grafik hingegen sind die Tiefstände niedriger als die vorherigen. Dies ist eine zinsbullische Divergenz und von ihr aus werde ich nach oben gehen. Gehen wir zum Broker und eröffnen wir ein Geschäft. Das Geschäft wird also mit Gewinn abgeschlossen. Zuerst haben wir eine gute Bewegung erwischt, aber am Ende des Tages hatten wir einen so starken Impuls. Trotzdem hat die Divergenz gut funktioniert und wir haben unseren Gewinn mitgenommen. Lassen Sie uns nach anderen Situationen Ausschau halten. Ein Abwärtssignal durch die bärische Divergenz. Gehen wir zum Broker und eröffnen wir ein Geschäft. Ich habe den Geschäft eine Minute lang geöffnet und warte darauf, dass der Handel geschlossen wird. Das Geschäft wurde ohne Verlust abgeschlossen. Das ist okay, das ist normal. Wir eröffnen ein anderes Geschäft wieder. Das Geschäft wird also mit Gewinn abgeschlossen. Lassen Sie uns die Ergebnisse zusammenfassen. Nun, dank einer so einfachen Strategie konnten wir unser Guthaben von $150 auf 900 erhöhen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ergebnis und ich denke, dass diese Strategie sicher angewendet werden kann. Übrigens, heute werde ich in meinem Telegram-Kanal eine kostenlose Handelssitzung abhalten, in der Sie meine Geschäfte wiederholen und mit mir Geld verdienen können. Also, wenn Sie wirklich echte Gewinne erzielen wollen, finden Sie den Link zu meinem Telegram-Kanal in der Beschreibung unter diesem Video. Und nun lassen wir uns mit der Auszahlung unserer Geld fortfahren. Um Geld abzuheben, klicken wir auf Finanzen hier. Dann schreiben wir den Betrag unserer Abhebung. Ich habe 900. Dann geben wir die Adresse unserer Brieftasche ein. Und dann geben wir unseren Bestätigungscode ein. Klicken auf Weiter. Unsere Abhebung wurde erfolgreich erstellt. Das war's für heute. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüssi.